Ich bin heute im Grenzgebiet zwischen Österreich und Italien unterwegs und steige gerade zu einer alpinen Schutzhütte auf, die auf ca. 2000 Meter Seehöhe liegt. Ich möchte dann auch die Nacht dort verbringen und am nächsten Tag auf einen der umliegenden Gipfel steigen. Das ist mal der aktuelle Plan. Mal schauen, ob der hält. Aufgrund einer Straßensperre musste ich schon mal deutlich weiter unten parken als geplant und das erste Stück bereits auf der Straße zurücklegen. Der Weg führt jetzt erstmal hier über diesen Sattel ins dahinterliegende Tal und dann nach rechts hinauf. Ich bin gerade über den Sattel gegangen und jetzt geht es hier ein Stück bergab, rein in das eigentliche Tal, in dem ich übernachten möchte. Also das Wasser ist hier absolut glasklar. Weiter geht's. Bei dem Wind kann man einfach keine lange Pause machen, weil man ansonsten viel zu sehr auskühlt. Und ich möchte mir auch keine Jacke anziehen, weil ich die dann einfach nur voll schwitzen würde. Ich weiß nicht, ob man es auf der Kamera sieht, aber da hinten ist bereits die Hütte, auf der ich heute übernachten will. Ich habe mir jetzt die Jacke doch angezogen, weil es einfach zu kalt wurde. Und natürlich kommt keine 20 Sekunden, nachdem ich mir die Jacke angezogen habe, auch wieder die Sonne raus. Also man muss hier echt sehr vorsichtig gehen, weil teilweise trägt der Schnee und teilweise sinkt man 40 cm ein. Dieses Tal nimmt gefühlt kein Ende. Es geht schon ewig einfach immer so dahin. Jetzt noch das letzte steile Stück und dann sind wir bei der Hütte. Geschafft. Ja, so wie es ausschaut, habe ich ein Problem.
Biwak ist zugesperrt. Shit. Ja. Ich habe gelesen, dass es im Winter mal zugesperrt wird. Ja, ich habe gehofft, dass es bereits offen ist. Ja, Scheiße. Genau das ist der Grund, warum man immer genug Zeitreserven mit einplanen sollte. Ich habe kurz Pause gemacht, was getrunken, was gegessen und nachdem das Biwak zu ist, werde ich wieder absteigen. Aber ich werde nicht über denselben Weg runtergehen, sondern über einen etwas schöneren. Im Prinzip hier oben rum und dann runter, wie gehabt. Ja, was soll's. Oft kommt es anders als erwartet, aber genau deshalb sollte man auch immer genügend Zeitreserven mit einbauen, dass man im Notfall auch noch bei Tageslicht mit absteigen. Da unten kann man nochmal das Biwak sehen und ich gehe jetzt diesen Wanderweg zurück. Der führt in dieselbe Richtung und unten komme ich dann da heraus, wo ich gerade raufgekommen bin. Der Grund, warum ich jetzt hier oben gehe, ist erstens, weil es ein anderer Wanderweg ist und auch aufgrund der Schneelage. Da unten doch noch mehr Schnee lag, als womit ich gerechnet hätte. Und dieser Weg hier höher und südseitig ist, sollte hier kein Schnee mehr liegen. Und wenn ich nicht ganz falsch liege, ist der Weg hier auch Teil des Via Alpinas, der Weitwanderweg, der die kompletten Alpen durchquert. Ich wollte morgen auf diesen Gipfel hier steigen und da hätte ich durch diese Schneefelder durch müssen. Und da ebenfalls noch sehr viel Schnee liegt, ist es wahrscheinlich die bessere Entscheidung, diese Tour zu verschieben. So wie es ausschaut, wird es doch noch ein Rennen gegen die Sonne. Weil die steht bereits relativ tief. Und der Weg hier ist gar nicht so einfach. Man muss extrem aufpassen, dass man nicht ausrutscht. Das letzte, was ich jetzt gebrauchen könnte, wäre eine Verletzung. Ich bin jetzt noch zusätzlich etwas vom Weg abgekommen und durch diese ganzen Büsche durch. Aber ich hoffe, da vorne ist wieder mein Wanderweg. Ich glaube, ich bin wieder am richtigen Weg. Oh. Und hier ist wieder unser Schneefeld. Nochmal kurz volle Konzentration, dass man hier nicht runterfällt. Und dann haben wir es geschafft. Wenn ich das gewusst hätte, dann hätte ich meine ganzen Übernachtungssachen zu Hause gelassen. Dann wäre der Rucksack wenigstens leichter gewesen. Aber so war es wenigstens eine gute Trainingseinheit. Oh. Vielen Dank fürs Zuschauen und ich hoffe, ich sehe dich auch beim nächsten Mal.